Du hast Rückenschmerzen, Probleme mit dem Becken oder Beschwerden beim Gehen, dann lohnt es sich, einen genaueren Blick auf die hintere Oberschenkelmuskulatur zu werfen. Sie kann ein Schlüssel sein, um deinen Körper wieder in Balance zu bringen und deine Schmerzen zu lindern. Die Muskulatur auf der Rückseite deiner Oberschenkel, die sogenannten Hamstrings, wird im Alltag oft übersehen. Dabei spielt sie eine wichtige Rolle in deinem gesamten Bewegungssystem. Diese Muskeln, die verlaufen von dem Sitzbeinhocker, also hinten von dem Po-Bereich, bis zum Unterschenkel hin, zum Knie hin. Sie strecken die Hüfte, beugen das Knie und sind aktiv bei fast jeder Bewegung im Alltag. Gehen, Treppensteigen, aufstehen, heben. Mit zunehmendem Alter, viel Sitzen oder auch Bewegungsmangel kann es passieren, dass diese Muskulatur an Elastizität verliert oder sich verspannt anfühlt. Sie reagiert empfindlicher auf Belastung, Bewegung wird anstrengender oder eingeschränkter. Und genau das kann sich auf deinen gesamten Körper auswirken. Besonders auf das Zusammenspiel zwischen Lendenwirbelsäule, Becken, Hüftgelenke und Knie. Wenn die Hamstrings, also die hinteren Oberschenkelmuskeln, zum Beispiel nicht mehr elastisch mitarbeiten, vor allem bei Bewegungen wie Bücken oder Aufrichten, übernimmt oft die Lendenwirbelsäule diese Bewegung. Das kann auf Dauer zu Überbelastung führen. Da diese Muskulatur an den Sitzbeinhocker, also an den Beckenknochen, ansetzt, kann, wenn diese Muskulatur nicht die richtige Spannung hat oder halt sich verspannt anfühlt, kann das Becken nach hinten kippen. Dadurch entsteht auch mehr Spannung in den unteren Rückenmuskulatur, was wiederum auch mit verantwortlich sein kann für Beschwerden. Und am Knie kann es zu einem Ungleichgewicht zwischen den vorderen und der Rückseite entstehen, was sich auf die Stabilität und Gelenkbelastung auswirkt. Nicht immer positiv. Schmerzen in diesen Bereichen, also Rücken, Hüfte oder Knie, können in manchen Fällen zusammenhängen mit der Fehlfunktion von der hinteren Oberschenkelmuskel. Die gute Nachricht: Diese Muskeln lassen sich gezielt trainieren und beeinflussen. Mit Übungen, die sowohl Mobilität als auch die Kraft verbessern. Es geht nicht darum, möglichst intensiv zu dehnen, sondern die Muskulatur wieder funktionell und belastbar zu machen, damit sie im Alltag zuverlässig mitarbeiten kann und du endlich deine Schmerzen lindern kannst. Und in diesem Video zeige ich dir ein Übungsprogramm für die Hamstringsmuskel, mit denen du Schmerzen im Becken, Rücken oder Knie lindern kannst. Die erste Übung ist eine aktive Dehnung der hinteren Kette. Also nicht nur den hinteren Oberschenkelmuskel, sondern auch Waden und Rücken. Und dafür solltest du dich jetzt auf den Boden hinsetzen und als erstes, die Knie noch gebeugt, platzierst du deine Handfläche vorne an den Zehen ran. Und aus dieser Position versuchst du jetzt als erstes, die Knie zu strecken. Es ist nicht schlimm, dass du nicht komplett in die Streckung reinkommst. Du versuchst so weit wie du kannst. Wichtig ist, dass deine Finger vorne an den Zehen drin sind. Dein Oberkörper ist nach vorne gebeugt, Brustkorb Richtung Oberschenkel sozusagen. Und jetzt in dieser Position drückst du erstmal die Zehe nach unten, hältst mit den Händen dagegen, also wirst du deinen Rumpf vorwärts ziehen mit den Füßen oder schieben mit den Füßen. Halte dort die Spannung für 1-2 Sekunden. Als nächstes lässt du die Spannung los und versuchst dann die Knie zu strecken. Und wieder Fußspitzebewegung, Hände halten dagegen, dein Rücken wird auseinandergezogen. 1-2 Sekunden da bleiben, loslassen, Fuß nach oben ziehen und die Knie sollen gestreckt sein. Wie gesagt, wenn du die Knie nicht komplett strecken kannst, was ja ein Zeichen ist für diesen Mangel an Beweglichkeit von den hinteren Oberschenkelmuskeln, dann ist es komplett fein, dass du jetzt die Übung zu Beginn erstmal mit gebeugten Knie oder halt so gestreckt wie möglich durchführst. Auch hier hättest du genau den gleichen Effekt. Knie leicht gebeugt oder halt so weit gestreckt wie du kannst, deine Hände
an der Fußsohle oder zumindest an den Zehen rein. Zuerst nach unten drücken, die Wirbelsäule auseinanderziehen, 2-3 Sekunden, dann loslassen, Zehe zu dir reinziehen und dann so weit wie du kannst, wenn es nicht komplett ist, einfach die Knie strecken. Kurz die Dehnung spüren lassen und dann wieder nach unten drücken, Wirbelsäule nach vorne ziehen, 2-3 Sekunden loslassen und dann die Zehe zu dir ranziehen und die Knie strecken. 10 Wiederholungen solltest du für diese Übung erstmal durchführen, damit du etwas an Beweglichkeit gewinnst. Und als nächstes geht es dann um die Stärkung dieser Muskel. Bei dieser Übung geht es nun um die Stärkung der hinteren Oberschenkelmuskeln, aber gleichzeitig die Stärkung in die Dehnung. Die sogenannten exzentrischen Übungen sorgen dafür, dass du Kraft, aber gleichzeitig auch Dehnbarkeit gewinnst. Und dafür brauchst du jetzt Socken oder einen Stoff, wo du deine Füße drauf bewegen kannst. Und wichtig ist, es soll so rutschig wie möglich sein. Als erstes legst du dich auf den Boden hin. Deine Beine sind hüftbreit auseinander. Und es wäre schön, wenn du die Zehe etwas hochheben kannst. Wenn nicht, halte zumindest den Druck hauptsächlich auf die Ferse. Deine Hände sind nach unten platziert, gegen den Boden. Und als erstes machst du eine ganz normale Brücke, indem du dein Becken hebst und in eine Linie bist zwischen Knie, Becken und Schulter. Aus dieser Position sollst du jetzt nun die Brücke auseinanderziehen, indem du deine Füße langsam nach vorne rutschen lässt, bis du unten ankommst. Und dann wieder von vorne. Knie beugen, Becken heben, oben angekommen, ein paar Sekunden bleiben und dann beide Beine langsam strecken, bis du unten ankommst. Je langsamer du diese Bewegung durchführst, desto schwieriger ist auch die Übung. Achte darauf, dass hauptsächlich der Druck auf die Ferse ist und nicht ganz so viel vorne auf die Zehe. Langsam nach vorne bewegen lassen und dann wieder runter und alles wieder von vorne. 12 bis 15 Wiederholungen sollen das werden und das Ganze 2 bis 3 Serien lang. Wichtig ist, dass du versuchst, von der Wirbelsäule, von der oberen Partie relativ stabil zu bleiben, weder nach unten zu kippen, noch in übermäßigen Hohlkreuz zu gehen. Also Wirbelsäule bleibt stabil, Ferse nach unten drücken und dann langsam strecken, bis du runterkommst. Knie beugen, Becken heben, langsam strecken, bis du nach unten kommst. Die nächste Übung wird nun deutlich herausfordern. Dafür brauchst du einen Stuhl oder du kannst auch die Übung auf dem Boden machen mit deinen Füßen auf dem Sofa oder auf dem Bett drauf. Leg dich auf den Boden hin. Falls du gezielt Beschwerden hast an einer Oberschenkel oder an den hinteren Teilen von einer Oberschenkel, dann beginnst du die Übung mit der Seite, die dir nicht wehtut, okay? Falls beide Seiten gleichmäßig betroffen sind, beziehungsweise du nicht explizit Beschwerden dort hast, sondern Knie, Hüfte oder Rücken, dann ist es egal, mit welcher Seite du beginnst. Also, jetzt platzierst du eine Seite auf der Lehne drauf. Die andere Seite lässt du dann erstmal auf dem Boden. Aus dieser Position hebst du nun das Becken von dem Boden hoch. Dein Fuß soll jetzt halt auf der Lehne bleiben und da solltest du dich erstmal festhalten mit einer Seite. Mit der anderen Seite beugst du und streckst du das Knie. Beugen und strecken. Wichtig dabei ist, dass das Bein, was oben ist, du die ganze Zeit das Knie gebeugt hältst und dein Becken nicht absenkt. Je gebeugter das Knie ist, desto mehr würdest du auch die hintere Oberschenkelmuskel spüren. Übrigens, wenn du bei der normalen Brücke, die Übung davor, deine Oberschenkel hinten sofort krampft, dann ist diese Übung auch eine gute Möglichkeit, gezielt diesen Muskel zu trainieren. Die etwas leichtere Variante wäre, dass du den kompletten Unterschenkel auf dem Stuhl platzierst, aus dieser Position das Becken nur etwas hebst
und dann wieder das andere Bein beugen und strecken. Diese Variante ist deutlich leichter. 12 Wiederholungen durchführen mit einer Seite, dann Becken ablegen, ein Fuß wieder auf den Boden, das Becken nur wieder heben, auf die Lehne drauf, Becken hoch, in der Position bleiben, Bein strecken und heben. Bein strecken und heben. Das Bein, die hauptsächlich arbeitet, ist das, was jetzt auf dem Stuhllehne drauf ist, die nun dein gesamten Körpergewicht oder einen großen Teil davon halten muss. Führe die Bewegung langsam und koordiniert durch oder, wenn es dir zu anstrengend wird, Unterschenkel drauf, Knie weniger gebeugt, Gesäß etwas weniger hochgehoben und dann die andere Seite beugen und strecken. 12 Wiederholungen solltest du davon durchführen und das Ganze 2 Serien für jede Seite. Gefällt dir dieses Video und du möchtest mehr erfahren, wie du von zu Hause aus ohne viele Hilfsmittel deine Schmerzen lindern kannst und fitter wirst? Dann abonniere meinen Kanal. Hier findest du regelmäßig wirksame Übungen für Beschwerden rund um Rücken, Gelenke und Muskulatur. Und weiter geht's mit unseren 2 letzten Übungen. Für unsere 4. Übung brauchst du nun so einen geschlossenen Gummiband. Den solltest du vorne an den Vorfuß platzieren. Dann lehnst du deinen Oberkörper etwas nach vorne. Du kannst dich gerne auf den Stuhl, Tisch, was auch immer festhalten. Deine Knie sind etwas gebeugt, deine Beine sind hüftbreit auseinander. Aus dieser Position solltest du als erstes versuchen, das Knie oder die Hüfte nach hinten zu bringen, so dass dein Knie hinter ist von deinem Standbein. Und aus dieser Position, ohne dass die Knie nach innen fallen, sondern hüftbreit auseinander bleiben, beugst du den Fuß oder die Ferse Richtung Po und lässt es dann langsam nach unten. Dein Bein bleibt die ganze Zeit nach hinten, die Hüfte gestreckt, weil die Hamstrings ja die Hüftstreckung machen und gleichzeitig auch die Kniebeugung machen. Also hüftbreit auseinanderziehen, Ferse Richtung Po bewegen, dein Bein bleibt die ganze Zeit nach hinten gestreckt und langsam wieder runter. Der Vorteil von dieser Übung ist, dass du auf deinem Standbein auch gleichzeitig die Gesäßmuskel stärkst, was dann zugute für Hüft- und Rückenbeschwerden kommt. 10 Mal auf eine Seite, kurz ablegen, wieder Kräfte sammeln, dann wieder Rumpf etwas nach vorne, Beine, Füße hüftbreit auseinander, Gummiband vorne am Fuß. Jetzt die andere Seite. Du solltest dich nicht rüberlehnen auf den Standbein, sondern gerade stehen bleiben. Erstens Knie nach hinten bringen, sodass das Bein, das du übst, vom Knie her hinter der Kniekehle ist für dein Standbein. Und aus dieser Position Ferse Richtung Po und langsam wieder senken. Ferse Richtung Po und langsam wieder senken. 10 Wiederholungen ebenfalls auf der Seite. Wenn du es schaffst, gerne 12 bis 15 Wiederholungen und das Ganze 2 bis 3 Serien lang. Und bei unserer letzten Übung geht es nun um die Streckung der Hüfte und auch deinen Rückenmuskel. Was man sehr häufig im Alltag erlebt, ist, dass die Menschen ständig mit so einer gebeugten Haltung an der Hüfte bleiben, statt dass sie mit aufgerechter Haltung, mit gestreckten Hüfte da sind. Und genau hierbei kann dir diese Übung auch helfen. Dafür wirst du jetzt so ein Gummiband brauchen und den solltest du als erstes hinten am Rücken platzieren, direkt hinter deiner Schulterblätter. Jetzt lässt du deinen Rücken gerade, beugst deinen Rumpf und deine Knie so weit nach vorne, bis du mit deinen Füßen auf die Spitze von dem Gummiband kommst. Auf einer Seite und dann auf der anderen Seite. Gerne kannst du jetzt das Gummiband noch hier seitlich zu dir festhalten. Knie sind gebeugt, deine Beine sind hüftbreit auseinander, der Gummiband ist fix auf deinen Rücken.
aus dieser Position als erstens den Rücken gerade halten, deine Knie sind noch gebeugt und dann die Knie strecken und auch die Wirbelsäule strecken. Wieder den Rumpf gerade vorwärts bewegen, bis du die hintere Oberschenkel spürst. Deine Wirbelsäule bleibt gerade. Knie strecken, Rumpf strecken, bis den Brustkorb nach vorne zeigt. Wieder in die Beugung rein, Gesäß nach hinten bringen, Knie gebeugt, Hüfte gebeugt, Knie strecken, Hüfte strecken, Rücken bleibt gestreckt die ganze Zeit. Langsam wieder in die Beugung rein. 12 bis 15 Wiederholungen sollen das werden. Wichtig ist, dass du die hinten hier mit dem Rücken arbeitest und nicht nur mit den Armen den Gummiband ziehst. Und das Ganze 3 Serien lang. Strecken aufrecht, Gesäß anspannen, Hüfte durchgestreckt und dann Gesäß nach hinten, Knie langsam beugen, Wirbelsäule bleibt gerade. Diese Übungen sind ein guter Anfang. Sie können langfristig helfen, deine Schmerzen zu lindern, Spannungen zu lösen und mehr Leichtigkeit in deine Bewegung zu bringen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!